Hallo Freunde und willkommen zurück zu Marvel Midnight Suns. In der letzten Folge haben wir dank Peters brillantem Plan eine Probe des Symbionten bekommen und wir können dann morgen anfangen, den zu erforschen. Des Weiteren konnten wir dank dem Symbionten den Bann um die Kirche rum aufheben und haben auch da neue Erkenntnisse gefunden, nämlich Hiram Shaws letzte Ruhestätte. Und ja, Agatha sagte, dass sie nächste Nacht was für uns hat. Das heißt, wir legen uns jetzt schlafen, starten wahrscheinlich mal wieder eine allgemeine Mission und dann können wir gucken, was wir noch so alles zu erledigen haben. Aber erstmal die klassische Morgenroutine. Hunter, let's catch up. Ja, erstmal Superlink. Erstmal gönnen wir uns mal 5 Minuten, in denen wir nicht übereinander urteilen. Cool? Was, wenn Storm einen tatsächlichen Sturm aus Knoblauch, Silber und was auch immer diese Vampire sonst noch so hassen entfesselt? Dann sind sie in diesem Antisauger-Tornado gefangen. Dann öffnet sich ein Portal. Meine Wenigkeit tritt heraus und setzt die ganze Nummer in Brand. Und zack, keine Vampire mehr. Echt unkonventionell. Gefällt mir. Na, woher wissen wir, wo die Vampire sind? Oder verbrennen wir einfach die gesamte Stadt? Ich bin für Letzteres. Nicht unser effizientester Plan, aber der bisher echt krasseste. Ja, könnte man so sagen. Entschuldigung. Kann mir jemand sagen, was in der Schmiede läuft? Ja, Tony ist nicht wie sonst um 2 Uhr morgens über die Gänge geschlichen. Ich hatte mich so daran gewöhnt, dass ich aufgewacht bin, weil er nicht unterwegs war. Strange hat seinen 4:30 Uhr Ausflug, um ein Glas Wasser zu holen, nicht gemacht. Was? Für alle Tagebuch? Tabelle in der Cloud. Ist effizienter. Konzentration bitte. Warum waren Tony und Strange die ganze Nacht in der Schmiede? Wichtige Weltenrettung. Zusammen mit meinem besten Kumpel, Stevie Strango. Oh Gott. Die alten Zeiten. Steve-O mit, hier Jackass und Co. Tony, im Schrank fehlt eine ganze Dose Espresso-Schokolade. Jetzt fehlt sie in allen Realitäten. Keine Bange, Carol, wir teilen uns die Büchse. Trink viel Wasser, sofort. Wir stehen davor, Lilith das Sanctum Sanctorum abzunehmen. Sobald ihr alle sicher in meiner beschworenen Behausung angekommen seid, nehmen wir alle einen großen Schluck aus dem Wasserglas des Wissens. Alles klar, mache ich. Steve schleppt die beiden sofort in die Dusche und stellt sie vor das Raum mindestens 30 Sekunden unter kaltes Wasser. Ja, sowas sollte ich mal. Sowas mussten wir schon lange nicht mehr machen. Soll ich ihnen Zeit zum Umziehen geben oder sie direkt in den War Room schicken? Egal, Hauptsache sofort. Okay. Wegen Venom. Ich weiß, das will keiner hören, aber Eddie ist noch da drin. Wenn doch der Dämon, mit dem er ringt, der wäre, den er kennt. Ich bin froh, dass es deinem Freund gut geht. Oh, er ist nicht wirklich ein Freund. Er ein Vollidiot. Aber das heißt nicht, dass er es verdient, Lilith Marionette zu sein. Ja, das stimmt. So, außerdem haben wir die nächste Nachricht für den Buchclub Karatkoth Band 32 vom ersten Gesetzgeber. Wie immer findest du eine Ausgabe in der Bibliothek, liest das Buch, das ist alles. Ja, lesen wir nachher. Erstmal Peter etwas. Seems like you have got a lot on your mind. You could say that. Do you need to share? I always wanted to be good at my job, but now I think it's possible to be so good you're actually terrible. Explain. Okay, I really wanted to show off how I could get a sample of Venom's symbiote, right? And you did. Right. Yay me! But in getting it, I left poor Eddie trapped under a heap of rubble. We are all going through the same thing. For every victory, there will be a cost. Some worse than others. I wish I could be as cool as you. I just keep imagining Eddie and the symbiote trapped under all that stone and brick. I never wanted to hurt them, you know? I never wanted to hurt the guy, you know? I know, Peter. Eddie Brock may be troubled, sure, we all are. I guess that's why I can't shake the feeling that there's more I could have done. Like digging him out of the rubble? No,
I mean helping him turn his life around. The way real heroes are supposed to. Who knows? Maybe you will someday. Yeah, big emphasis on maybe. If only Tony or Strange invented some kind of time machine, I could go back and keep Eddie from going down this path. Stranger things have happened. Thanks for the chat, Hunter. I've got a lot to think about. If anyone needs me, I'll just be here, sighing deeply. Theoretisch könnten wir jetzt auch Venom rekrutieren. Glaube ich zumindest. So. What you doing, Charlie? Erstmal hier. Weil wir brauchen ja für das Mondsiegel nachher auf jeden Fall so viel Unterstützung, wie uns Charlie geben kann. So, Tony, was hast du? How is the sample analysis going? Oh, you mean the vial of demonic alien goo Peter took out of poor Eddie? That sample analysis? That is the one. In a word, gross. But a fascinating kind of gross. This symbiote exists as a whole at the molecular level. Every atom of it is a self-sustaining, slimy little entity in and of itself. Yet when the molecules bond, they undergo a change state that can only be described as something out of abstract expressionism, and I can see your eyes glazing over right now. I am sure this makes sense to you, but try to remember I am not from this time. I am still getting used to the idea of lights that turn on when you flip a switch. Right. I will slow down a bit, skip the science babble, and get right to the point. I think we can use Venom's slime sample as the basis of a suit. Like a Venom suit? No, not like Venom. No symbiosis. It would exist as an anti-symbiote, to protect you the next time you two meet. Think of it as a kind of armor. Strange and I are working on a design right now. Give me 24 hours, and I think you'll be very pleased. Yep. Der Faithbreaker-Anzug. It turns out Tony does occasionally make useful contributions. So, zum einen haben wir einen neuen Anzug bekommen. Wir haben alle etwas beigetragen. Sogar Blade. Caretaker hat uns das alte Medaillon deiner Mutter geliehen. Du gehörst zu uns, Hunter, also solltest du auch so aussehen. Ja, mal gucken. Außerdem gibt es eine neue Passive, die wir dann ausrüsten können. Gegner, die Hunter angreifen, haben eine 25% Chance, markiert zu werden. Nützlich. So, der Faithbreaker. Der ist wahrscheinlich mit einer der weirdesten Kampfanzüge. Aber, wenn ich so drüber nachdenke, nicht unbedingt der weirdeste. There's something to be said of the careful study that can only be achieved by examining the physical documents themselves. Oh, so it's a Zen thing then. You become one with the old book and it shares its secrets with you? Always quick to mock the things you don't understand. Oh no, I'm honestly interested this time. Maybe I can adapt your technique into something normal people can use. I'm going to take that as a compliment. Ja, betrachte den Anzug als eine Art Anti-Venom. Genau die richtige Mischung aus modernster Technologie, gruseliger Magie und empfindungsfähigem Alienschleim. Und dieses Rezept ist einfach das Beste. Ja, let's go. Dann können wir noch die Dauerhelixe analysieren. Das sehr gerne tun. Daily Bugle hat was gepostet. Der tödliche Boden. Beschwöre einen Licht- und Dunkelsprengsatz. Keine Karte, die ich gerne spiele. Hier auf Ziel markieren. Wir nehmen sie trotzdem, weil es eine seltene ist und wir die entsprechend verwerten können. Und die Verbesserung dabei war, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass es einfach 2 davon herstellt. Können wir ja mal gucken. Ja. Beschwört einfach 2. Aber damit. Dann den Schnitt brauchen wir auch nicht. Bei Blade können wir unerbittlich rausnehmen und die Verbesserung reinnehmen. Und dann haben wir noch das das verbesserte Ziel markieren, beziehungsweise das modifizierte Ziel markieren.
Müssen wir dann noch verbessern, aber das ist ja kein Ding. Gut, ab in den Hof. Und mal gucken, mit wem wir so trainieren können. Hey, Steve. Hey, can I ask a favor? Eine philosophische Frage für dich, Hunter. Ein verrückter Wissenschaftler greift eine Brücke mit Killerrobotern an. Hältst du die Roboter auf und lässt zu, dass er auf seiner Flucht ein Kind überfährt? Oder rettest du das Kind und lässt zu, dass die Roboter Dutzende von Menschen auf der Brücke töten? Manchmal gibt es keine guten Entscheidungen. Die Bedürfnisse der vielen müssen die Bedürfnisse der wenigen überwiegen. Oder ich lehne die duale Natur des Problems ab. Thanks, Hunter. Ja, gab eh nur ein bisschen, ist ja schon ein bisschen Balance. Taktiken der Ältesten. Ja. Mit Trauma aufwachsen. Und die Spieluhr Frühling von Vivaldi. Nicht, dass ich mich da groß auskennen würde, aber habe ich schon mal von gehört. Okay, wer ist denn verwundet? Oh, Peter. Und dann gönn dir mal eine Auszeit. Widerstandskraft. Das ist für Tanks immer sehr gut. We could go a few rounds. Ja, wobei, na, die Stärkung ist okay. I Können can see wir you've auch earned ausgeben. your reputation. Dann können wir noch, Ready for more? wie gesagt, die Karte hier We've verbessern, got plenty of tricks for zementieren. old dog. Sehr schön. Sturz- und Stolperfallen machen mehr Schaden. Okay, hat sonst noch irgendwer? Agatha. Sie wollte eigentlich erst heute Abend mit uns sprechen, No, aber absolutely not. You go too far, Nico. Last time you tried to save Wanda, you almost got us all killed. I will not let you risk the safety of this abbey again. Listen to yourself. I think I have a way of purifying Lilith's corruption, a way of bringing back both Wanda and Banner, and your response is to shut me down. I told you time and time again, there is no way of removing corruption. Just because you failed and never found a way of doing it doesn't mean I can't. What are you so afraid of? That I'll actually succeed? No, I'm afraid you're becoming just like Wanda. Oh, I see how it is. You always hated her, and now you're gonna turn that hate onto me too. That's not what I meant. Nico, wait. Let me explain. I don't need your explanation. I need you to stay out of my way. hat gut funktioniert, würde ich sagen. Do you have any ideas on how to keep this team from unraveling? Nico is certainly as daring as Caretaker is cautious. Attempting to remove Lilith's corruption is not a magical endeavor for the faint of heart. Is it even possible to remove it? I'm not sure, actually. It's something I should do a little research on. But if it is, one thing is for sure. All magic has its price. The question is, are you willing to pay it to help get Wanda back? Na, holen wir I uns am not die so much concerned with what Balancepunkte. toll this magic could take on me, but on Nico. I do not want to see her fall. But you should be concerned with how this will affect you. I know I am. You are more vulnerable than you know. The crack in your collar may be hardly noticeable to the naked eye, but it's a significant crack in your energetic armor. A spiritual vulnerability that cannot be overlooked or understated. A vulnerability she will exploit. If you choose to defy Sarah and help Nico remove Lilith's hold on Wanda, it might be at your own peril. Be assured, Agatha. I have no intention of unnecessarily risking myself or anyone else in this abbey. You always protected others from the powers of darkness, even if it was your own mother. Something I loved about you when I was alive, and still love about you now that I'm gone. Whatever happens, Hunter, just remember to keep yourself intact. We can't take on Lilith without you.
have you learned anything? These drawings are definitely of locations around the Abbey. As far as how this helps us find the Salem Coven's moon seal, I'm at a loss. Let's discuss this again tonight, after I've had more time to think. Machen wir. So, Caretaker, was hast du denn? I'm at my wit's end, Hunter. Nico is hell-bent on finding some spell in Wanda's grimoire to remove Lilith's hold on our unfortunate friends. And I can't seem to dissuade her from putting our lives in danger again. You would think she would have learned her lesson with that magic mirror trick she pulled, but now she's just doubling down on darkness. What do you think I should do about her? Because I am at a complete loss. She is acting out because she is still grieving the loss of Wanda. She needs to heal. She needs to know you care. If we survive Lilith's assault on this world, then there'll be plenty of time to talk about our feelings on a psychotherapist's couch. Until then, she must learn to cope, as we all must. Nico is a talented witch, no doubt, but if she persists on this trajectory, she will suffer the same fate as Wanda. Perhaps you can talk her down. She's more likely to listen to you than me. Thanks, Hunter. Ich hab doch noch gar nicht zugestimmt. Nico. Let me guess. You came out here to see if I'm okay. Are you okay, Nico? No, I won't be okay until we get Wanda back, but you already know that. I just wish Caretaker trusted me more. I mean, I'm not a kid, you know? I'm a ridiculously experienced witch with ridiculously amazing powers. She should be letting me use my talents to help the team, but instead all she does is doubt my ability to do anything. Just do not let her make you doubt yourself. Don't worry, I won't. I know who I am and what I'm capable of. I'm not gonna let someone as bottled up as her to tell me otherwise. I'm gonna do whatever it takes to get her back. And when Caretaker tries to stop you? She can get out of the way. Or get run over. Now excuse me, I've got a free Wanda spell to craft. Können wir hoffen, dass es gut geht. So. Dann auf zum Spiegeltisch und gucken, könnten wir Venom befreien? Nein. Achso, weil Spider-Man nicht dabei ist. Okay, gut, macht Sinn. Auch hier ist Spider-Man nicht dabei. Oh, epische Gamma-Helix. Ich bin trotzdem für das Artefakt, glaube ich. Ach komm, let's go. Kann nur schief gehen. 3 Skillfähigkeiten für ein bisschen Gloss. Gloss ist mir egal. Moment, ich mute mich mal kurz, während ich das Team auswähle. So. Das ging flick. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Schwere Gegner heißt halt primär mehrere Eliten und sowas. Hydra forces in this area are causing trouble. Let's take them down. Shouldn't take long. Okay. So. Wie immer. Gerade wahrscheinlich mit die beste Chance, mit dem Hexenfeuer einen von den Minions zu erwischen. Aber erstmal Taktiker. Weil ein bisschen Block ist immer gut. They're not going to like this.
Vielleicht mit den Strahlenfäusten. Ich mal hier reinkicken. Ich glaube, das Hexenfeuer lassen wir trotzdem gerade erstmal sein. Wir nutzen den schnellen Schlag für dich. Dir. Und dann, gut, wir haben an sich genug Manöver, aber nur mit einem können wir schubsen. Da haben wir das Problem. Doesn't this happen to you like every day? Okay. Dann ist jetzt noch die Frage. Blutmagie bringt uns gerade nicht viel. Photonenstrahl auch nicht. Das wäre nicht verkehrt. Alternativ der kosmische Strahl. Hat halt weniger Schaden. Also hauen wir dem einfach mal den Schild ins Gesicht. Nice armor. Pity if someone punched a hole in it. Okay. Zusätzliche Manöver bringen uns jetzt gerade noch nicht so viel. We will never forsake her. Hey, that hurt. So, Carol kriegt ein bisschen mehr aufs Maul. Gonna have to try harder than that. Serve her with honor. Unhöflich. I needed a good workout. Nehmen wir das Hexenfeuer. Ach komm. Wir brauchen ja nur eine Karte, dann ist Carol wieder einsatzbereit. Oh, es trifft sogar genau den richtigen. Perfekt. Lucky Shot, würde ich sagen. Okay. Ja, eigentlich will ich den gerade nicht. Problem ist, wenn wir den jetzt hauen, besteht halt die Gefahr, dass der sich unsichtbar macht und dann einfach auf sich schießt. Das wollen wir nicht. Könnten mit dem Todesschwarm massiv Schaden anrichten. Dann machen wir das mal so. Weil der Konter ist ganz nett. Okay, Binary könnte sie schon gehen. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht so gesund. Nico. Okay, das macht nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Könnten aber theoretisch hier hinspringen. Und einmal. This usually works. Und dann könnte ich den ausschalten. Wäre vielleicht nicht verkehrt, weil dann ist das mit der Raserei schon Geschichte. Was haben wir noch? Das könnten wir nutzen.
Oder ich könnte natürlich die Keycard verwenden, aber das würde ich mir vielleicht auch sparen. Oder wir gehen Binary und schalten den aus. Die Block bekommen wir 127. Das sollte der eine Typ dann nicht ausschalten können. Weil ich natürlich jetzt die Raserei verpennt habe. Don't worry, I can take it. Hm. Tell him who sent you. Okay. Geht natürlich auch so. Appreciate it. So, sie verliert dann zwar gleich Binary, aber gut, ist dann halt so, ne? I hope you learned your lesson. Gut, Nico. Die Reichweite hier ist nicht groß genug, ne? Bin unzufrieden. Sag ich, wie es ist. Ja, ich schubse dich jetzt einfach noch hier rein. Und dann gucken wir mal, wie sich der nächste Zug ausgeht. Hydra's in control of the situation. As long as you're ready for the counter. Target locked in. Don't let them sneak up on us now. All right, that hurt a little. Targeting systems active. So far, so good. Ja, das Problem ist, durch das Benommen hat sie halt nicht kontern können. Erstmal I've got you. Captain beschützen. Captain schützt Captain. Ist doch schön. Dann mal das verhören, bitte. Let's find out what you know. Ja, der Vogel. Der will gerade nicht die Klappe halten. Ich muss gleich mal vielleicht einen kurzen Cut machen. Gucken wir doch mal. Hope they're ready. Das wird zwar dann ziemlich schmerzhaft für Cat werden, aber okay. Ready up. So, das noch ins Gesicht. Dann könnten wir versuchen. Aber nee, ich will nicht mit Steve dahin gehen, ich will mit Carol hier hinten hin. Dann können wir den nämlich, glaube ich, in den einen Typen da hinten reinschubsen. Vielleicht sollten wir wirklich mal den Fluch kanalisieren dafür noch. Not a problem. It's over for these guys. Ich habe übrigens nicht darauf geachtet, ob ich überhaupt genug Punkte dafür habe. Ich bin sehr froh, dass wir die Punkte haben. Sonst wäre es unangenehm. I don't think that's gonna work. Gut. Cap kann den... Ah, schade. Dann schubse ihn halt in den Schildtypen rein. Und dann mute ich mich nochmal und lasse die Gegner ihren Zug ausspielen. Never forsake her. All lined up. They hit me with the stun.
I'm not going down that easy. Confirmed enemy target. Hope this helps. You asked for it. So, wenn wir Glück haben, schalten wir jetzt Being a 2 fascist von wasn't 3 good enough, aus. huh? You had to get into demon worship too? Sehr schön. Yes. Perfekt. Dann hat der zwar sein Schild auch verloren, was ihn ein bisschen gefährlicher macht, aber... Okay. Dann ist jetzt nur noch die Frage... Ob wir damit was anfangen können? Nee. Es kann sein, dass Carol jetzt K.O. geht. Das werden wir dann sehen. Ja. Okay. Let's go, team. Die Schwächung ist nicht verkehrt. Watch closely. That's gonna leave a mark. Definitiv aufhauen. Let's settle this. Dann könnt ihr ihn... Also wir könnten ihm das Fass jetzt in die Ohren jagen. Ich würde aber gerne auf jeden Fall erstmal die rote Keycard ausspielen. Damit wir den Loot hier nicht ganz verlieren. Schade drum. Ja, toll. Okay. Okay, es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen Schaden. So. Dann... Ja. Wiederbeleben würde ich mir mal gerade aufsparen. Der Stun ist natürlich nicht nett. Vor allem deshalb. Aber das ist okay. Dann hauen wir dem einfach mal 2 Hexenfeuer und 2 verstärkte Hexenfeuer drauf. Schubsen ihn dann weg, sodass uns egal ist, dass er explodiert. Bumm. Ever been punched in the face by a god? Today might be your lucky day. Ja, als Gott würde ich dich nicht bezeichnen. You guys really don't know what you're in for, do you? Das wird zwar Cap tun, aber dann wird der Typ auch ausgeschaltet. Sonst klar, ich könnte ihn jetzt wegschubsen, aber ihm nicht das bisschen Schaden, was noch fehlt, anrichten. Dann tut's mir leid, Cap, aber Opfer müssen gebracht werden. Er geht ja nicht K.O., also alles gut. We've done it. Excellent work. Jupp. Finde ich auch. Exzellente. Ach, wir können den schon wieder verhören. Warum sind es immer die letzten, die wir verhören können? Sehr unhöflich. 2 epische Blaupausen. Die sind schon echt viel wert. Sollten wir nicht unterschätzen. Gut, wir sind zurück. Okay. Können mit Leuten abhängen, sollen mit Agatha sprechen und Steve hat noch was. What is on your mind, Doctor? Shh. Just stand here with me a moment. I want to see if you can sense what I'm sensing. Yes, I can see you feel it too.
The magical energies that flow through the ether into the sanctum grow stronger. I've been locked away from them for too long, but when Tony and I complete your armor, it will be only a matter of time before we retake the sanctum. My mind races with nervous excitement at the thought of stepping back into my great cosmic library to stand in my power once again. You never lost your true power, Doctor. You stand in it now. That's kind of you to say, but since Venom evicted me from my home, it's no secret that I have felt diminished. I was so used to seeing the future, anticipation became a foreign sensation. Now that's all I feel. When I finally regain my sight into our many possible futures again, I'll finally be able to exhale. Until then, I must wait with bated breath, keeping faith that you will deliver a victory to us. I hope so. May the eye of Agamotto watch over us all. Wir können mit wem abhängen? Emo Kids for life. 2, Steve ist eh schon, Carol ist auch auf 2 und Marius noch my test wenig. tubes, or I'm experimenting in my sleep again. +10% Chance auf kritisch ist natürlich nett. Kriegen wir auch auf alle drauf. Na komm, du bist doch bestimmt für tiefgehende Konversation geeignet. Ruling Vampire und so. What drove you to study medicine, Doctor? I know what it's like to feel suffocated by a disease. I wanted to help others avoid my fate. When I was a child, a doctor wanted to use leeches to cleanse my blood of impurities. A barbaric practice. Although I once considered using leeches in my experiments. Before you discovered vampire bats? No, I was worried I might accidentally turn myself into a human leech. I believe you are a good man. Thank you for saying so. But I was not always the man you know. You are haunted by your past, but your past does not define you. I was full of selfish ambition. I used my resources to further my own goals over the needs of others. Would you do things differently if you had the chance? Of course. Then you have grown into a better person. I see. Then may I never stop growing. Ja, das wäre gut. So, ja, das ist theoretisch eigentlich vielleicht auch was für ihn, aber das, glaube ich, ist für Nico das Beste. Ich muss sagen, gerade bei den DLC-Charakteren bin ich immer sehr, weiß ich nicht so ganz, was für die das Beste ist. Ach komm, jeder liebt den Geruch von frisch geschnittenem Gras. Perfekt. Hunter. We're really getting to know each other. Gut, dann Agatha hat was für uns. Licht und okay. I've been trying to puzzle together where the Salem Coven hid the moon seal from Shaw. Have you discovered something? Shaw's drawings. He was looking for the Salem witches who had gone into hiding. Who might help us? But they told him nothing. And where he failed, we may still find the answers we need. I do not follow. We're going to make a magical phone call. Find each witch warren using Shaw's maps, and collect a sample of soil from each. Soil stained with a witch's lifeblood is a powerful magical catalyst. It may be enough.
Das kriegen wir hin. So, zum einen müssen wir dafür erstmal hier vorne raus. Weiß glücklicherweise grob, wo ich die alle finde. Ich laufe da immer wieder dran vorbei, aber die intelligentesten Teleportpunkte sind immer so die Sache. Aber erstmal haben wir hier einen. This is one of the witch wardens. Genau. Nehmen eine Bodenprobe und freuen uns. What terrible fate did this witch Dann suffer? bei den Steinstelen finden wir hier eine. Und der andere ist beim Hang des Träumers. So. Hier durch kurz. Hey. Ich schon wieder Y gedrückt habe. Dämliche Elden Ring Tastenkombi zur Tastenbelegung. So, 2. Und dann Hang des Träumers. Das muss ich nur gucken. Ne. Curious. Ich wollte den Pilz haben. Okay. Hier haben wir es schon. Tada. This place resembles one of Shaw's drawings. What does Agatha want with this soil? So, mal kurz gucken. Okay, bei Shaws Kirche hat sich wieder eine Truhe geschlossen. Entsprechend einmal fix hin. Hoffen, dass wir vielleicht noch ein paar Credits bekommen oder eine Blaupause. Nehme ich auch. Gut. Agatha, ich habe alles. I have collected the soil you asked for, but you never told me why we are doing this. Soil stained with a witch's blood is potent stuff. In the wrong hands, it can be very dangerous. In the right hands, well, I just hope it's potent enough. This is going to help us find the moon seal? The Salem Coven stashed it away somewhere safe. I'm thinking the best way to find out where it is to ask them directly. Meet me at the elemental altar. Das kriegen wir hin. Kannst du uns ja auch einfach hin teleportieren? Oh, tut sie sogar. Nett. What is all this? Everyone knows you can't commune with the spirits without plenty of candles, dear. Witchcraft 101. I would stand back if I were you. I expected a solemn ritual, but I think you are enjoying this. I haven't been part of a seance in years. And look, it's working. Is that a tree? That's not just any tree. It's the hanging tree. Those old girls hid the moon seal in plain sight. Shaw would have never suspected the seal was hidden in the very place he murdered his enemies. Mhm. Ich weiß auch, wo wir den finden. Nämlich hier. Das heißt, Lichtung. Jetzt funktioniert es nämlich. From Transia in the hands of the Knights of Wundagore to the witches of Salem, that seal has covered quite a bit of ground. Despite Shaw's evil, the Coven protected it to the last. You've seen Cathan's corruption spreading on the outskirts of the grounds. Take this seal to the reflecting pool. Your next trial waits for you there. This must be the hanging tree. How many innocents died under these branches?
Wahrscheinlich, wie immer, zu viele. Gut, hier müssen wir lang. Runter. So, ich glaube aber, dass wir für das nächste Level, für die nächste Herausforderung Level 18 sein sollten. Für Hippos Herausforderung. I need to find the next moon seal. Ich jetzt das Mondsiegel liegen lassen. Ich bin so doof manchmal. Das ist unglaublich. Agatha, warum hast du nichts gesagt? Oh, Nachtschatten. Kann ich schon, die einfach mal mitzunehmen. Und dann wieder über den Friedhof. Ja. Natürlich habe ich es konterweise liegen lassen. Gut. Wir haben das Siegel, dann können wir das Bloodgate von Hippos aktivieren. Und gucken. Wie gesagt, ich meine Level 18 ist die empfohlene Stufe. Oder es war die Stufe fürs Letzte, das kann auch sein. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wow. Ne, 12. Dann ist 18, glaube ich, das Level für die nächste. Also für die letzte dann. Dann machen wir das doch noch fix. Hypus was among the first of the elder gods born at the dawn of our world. And unfortunately for him, he was also the first of them to die. How does an elder god die? He was consumed by another elder god. In this case, his own brother, Set. Lovely. So, wir werden wir lernen hier einen neuen Gegner kennen, die Dark Legion. Die ist nervig. Okay, ich würde einfach mal kurz die Kleinen ausschalten. Leave some for the rest of us. They cannot possibly match your strength. Okay, zumindest gehen die beide gerade auf Hunter. Ja, verbergen wir uns mal eben. You were too weak for this fight. So, ich könnte natürlich jetzt beißen oder zerfleischen noch auf den Gegner hier anwenden. Aber genau, teilt sich in 2 Kopien auf, wenn ein Angriff Schaden verursacht. Deshalb machen wir das jetzt nicht. Oder machen wir es doch? Ich meine, wir taunten den Gegner damit zumindest nicht, also. So. Einmal Split. Der einzige Vorteil, ihr seht, das Leben halbiert sich halt dann auch nochmal. Und ja, natürlich ist das jetzt nicht so cool, wenn wir zu viele von denen haben. Aber je mächtiger die werden, desto schneller kriegen wir sie auch gekillt nachher. Das Problem ist natürlich, dass die jetzt alle 3 auf Charlie gehen. Das mag ich eigentlich nicht. Aber sie konnten auch gar nicht Hunter als Ziel anvisieren. Ach ja, und ich habe vergessen, die haben Livestream. So. Und die können übrigens noch Kopien von anderen erschaffen. Auch sehr unschön. By consuming Hypus, Set absorbed his brother's power, but also triggered the downfall of the Elder Gods, as they turned on one another and became demons. Okay. So.
Und noch eins schon ausschalten. Your mother abandons you. Noch und zu den Waffen bringt uns natürlich gerade nichts. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Okay. Zerfleischen, beißen, beißen, beißen plus. Das ist gerade ein bisschen übertrieben. Beißen plus hat halt den Vorteil, dass es noch einen Dingens zusätzlich hat, den Zurückstoßen-Effekt. Das heißt, machen wir das mal so. Hoffen dann, dass die beiden nah beieinander bleiben. Tun sie natürlich nicht. Können wir aber gerade mal ablegen. So. Das glaube ich. Die gehen eh beide auf Hunter, also können wir den auch nicht groß noch zusätzlich provozieren. Also kann er das minimale bisschen an Schaden hier noch mitnehmen. Das reicht nicht, um irgendwo ranzukommen. Generell positionieren die sich gerade alle ziemlich kacke für mich. Kann ich nur hoffen, dass wir nicht drauf gehen. Ja, hier schon wieder ein. Ich habe schon mal gesagt, dass ich diese Dark Legion nicht mag. I mentioned during the last trial, with most of the Elder Gods corrupted, a tomb was born and sent to destroy them. When he was done, he released their energy back to the stars. And now they watch in silence from above while I fight for their amusement. Who am I to speculate on their intentions? So far, I'd say things have worked out to your benefit. Das kann man jetzt so oder so sehen. Nö, das wird nix. Den können wir ausschalten, aber nee, ich glaube, wir müssen das in der nächsten Nacht nochmal versuchen. Und dann vielleicht mit ein bisschen mehr Taktik dahinter. Aber ihr habt einen weiteren Albtraum kennengelernt, der uns auch später im Spiel noch ein paar Mal Kopfzerbrechen bereiten könnte. So. Weg hier. Und dann würde ich sagen, so leid es mir tut. Tschüss, Charlie. Naja. Ist ja glücklicherweise hier nicht so sonderlich dramatisch. Können wir nächste Nacht neu versuchen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir auch für diese Folge Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz den Zwischentönen von den kleinen Piepmetzen da zu meiner Linken. Und ja, es scheint noch eine kurze Sequenz zu geben. Die hören wir uns noch an. Und dann verabschiede ich mich.
Here, child. We do not have much time. We shall be reunited soon. I cannot help but feel excitement. We are standing in front of each other right now. Not here, but in the physical realm. You don't need to be coy. I know you are coming. To where exactly? The Sanctum Sanctorum. The prophecy advances. As much as it will please me to see you, I beg you not to stand in my way. I cannot guarantee your safety this time. The Sanctum is more than just a stronghold. It is Strange's home. He will never let it go. I once thought that about the Abbey, so many centuries ago. I have said all I can. It is out of my hands now. Actually, it seems to be all in your hands. I wish that were so. But you know the truth. He is closer than ever before. Who is? I would not dare say his name in this place. Still, he will bring us together after so long. Is it selfish of me to say that it's our reunion that matters most? Ja, doch. Recht selbstsüchtig, würde ich sagen. Gut. We will see each other soon, Mother. Agatha möchte mit uns quatschen. Aber ich würde sagen, das kann bis zur nächsten Folge warten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.